Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den neuronalen Netzen. Heute geht es ums Lernen von den neuronalen Netzen und zwar mit Backpropagation of Error. Das ist unser neuronales Netz, haben wir letztes Mal geklärt. Jetzt geht es darum, wie stelle ich jetzt hier meine Lernrate auf oder meine Lernfunktion. Wir hatten uns schon angeguckt, okay, im einzelnen Fall, wenn wir einfach nur ein Perzeptron haben, hier haben wir die Eingabedinger und hinten haben wir eine Ausgabe, dann können wir das so machen, indem wir hier einfach irgendeine Error-Funktion aufstellen. Da haben wir dann eine passendere genommen, das war die hier. Das war mit der Sigmoid-Funktion und dem Mean-Squared-Error, die Error-Funktion, die haben wir dann abgeleitet. Da haben wir dann sozusagen hier die Ableitung gehabt. Und was wir dann gemacht haben, ist, die neuen Gewichte sind einfach die alten plus die Ableitung von den Gewichten, allerdings mit noch einer gewissen Lernrate, damit wir nicht so hin und her springen. Ja, ist jetzt super möglich, also das funktioniert wunderbar, wenn wir ein Perzeptron haben, aber was machen wir in diesem Fall? In diesem Fall ist das Ganze ein bisschen schwieriger, denn die Eingaben hier x0 bis xn, die haben wir hier zum Beispiel an unserer Output-Schicht, haben wir die nicht. Die haben wir aber auch nicht an unserer Hidden-Schicht. Die haben wir nur an unserer Neuronenschicht, für die Input-Neuronen eben. Und was wir jetzt machen ist auch, wir berechnen sozusagen den, ja, wie stark trägt ein einzelnes Gewicht. Also ihr erinnert euch noch, wir haben hier die Bezeichnung für die Gewichte ein bisschen angepasst. Wie stark trägt ein einzelnes Gewicht, also zum Beispiel dieses hier, zu unserem Fehler bei. Das heißt, wir haben hier, wir haben ja erstmal Input von x0 bis xn und dann haben wir Output, also sprich unser y ist jetzt auch ein Vektor. Und dann können wir sagen, okay, das hier trägt vor allem für dieses hier bei, weil das Gewicht hier ist auch hoch, das heißt, dieses Gewicht hier trägt vor allem für diesen Fehler bei, zu diesem Fehler bei. Und das hier ist, also weil das Gewicht hier sehr, sehr niedrig ist, trägt dieses Gewicht hier zum Beispiel sehr wenig zu dem Fehler in O2 bei und so weiter und so fort. Das ist nicht so einfach. Wir müssen jetzt nämlich nicht nur nach WI ableiten, also bisher haben wir das immer so gemacht, ich zeige euch mal kurz nochmal die Rechnung von vorletzten Mal. Wir hatten hier jeweils nach WI abgeleitet. WI gibt es jetzt aber nicht mehr, wir haben WJI, weil wir jetzt eben mehr als nur ein Gewicht betrachten oder einen Vektor an Gewichten betrachten müssen, sondern eine ganze Matrix. Aber das Prinzip bleibt trotzdem gleich, wenn wir die Ableitung nach dem jeweiligen Gewicht haben, dann können wir das genauso machen wie bisher immer, nämlich hier einfach auf das alte Gewicht ein bisschen was drauf addieren, nämlich die Ableitung mal der Lernrate, und dann haben wir das neue Gewicht. Ja, also das ist mal wieder unser Ziel, wir wollen also die Ableitung finden. Gut, jetzt haben wir zwei Fälle, die uns wirklich interessieren, nämlich die Output-Neuronen und die Hidden-Neuronen. Bei dem Standardmodell hier von dem Feed-Forward Neural Network sind diese Gewichte hier einfach alle mit 1 belegt, das heißt, die brauchen uns nicht zu kümmern. Also wir brauchen uns nicht um diese Input-Layer hier zu kümmern, sondern wir brauchen uns nur um diese Gewichte hier zu kümmern, von der Input auf die Hidden-Layer, und wir brauchen uns um diese Gewichte hier zu kümmern, also von Hidden auf Output-Layer. Das sind sozusagen die uns wirklich interessieren, weil die hier oben einfach standardmäßig 1 sind. Gut, wie machen wir das Ganze jetzt? Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Jetzt müssen wir nämlich wieder Hardcore ableiten. Und zwar nicht nur nach WI, so wie wir es hier gemacht haben, das war schon eine Riesenrechnung, sondern nach WJI. Zunächst einmal definieren wir uns noch einen kleinen anderen Term, nämlich Net. Den schreibe ich uns gerade mal hierher. Den brauchen wir nachher, wenn wir rechnen. Das macht die Rechnung wirklich sehr viel leichter. Net J. Nein, wir machen Net I da draus. Das ist irgendwie angenehmer damit zu schreiben. Okay, Net I ist die Summe über alle J. Ja, ich wechsle mal eben das Programm. Das ist hier nicht ganz so geil. Okay, da sind wir wieder. Net I ist die Summe über alle J, XIJ mal WIJ. Also im Prinzip das, was dann am Ende unsere Summe war, wenn wir uns nochmal das Perzeptron hier angucken. Das, was hier bei der Summe rauskam, nennen wir jetzt Net. Okay, und Net I eben, weil wir das Neuron I betrachten, und J sind alle Inputs. Das heißt, wir summieren hier einfach über alle Inputs drüber. Okay, das ist unsere Net-Funktion. Die brauchen wir nachher, wenn wir das Ganze ein bisschen kleiner darstellen wollen. So, wir machen heute nur den ersten Schritt dahin. Die anderen zwei Sachen, also wir haben ja wie gesagt zwei Fälle, einmal Output-Neuronen und einmal Hidden-Neuronen, die machen wir wann anders. Heute geht es jetzt nur um den Trick, den wir davor noch anwenden werden. Und zwar wollen wir die Ableitung uns ein bisschen einfacher darstellen. Dazu schreibe ich euch mal kurz eine Formel auf und erkläre sie danach. Okay, erster Schritt.
Wir wollen also die Ableitung von E berechnen, und zwar von dem Neuron X. Das habe ich jetzt einfach mal hier in den Index geschrieben. Die Ableitung also von dem Fehler des Neurons X, und zwar des Gewichtes WIJ. Das ist schon mal hart zu schlucken. Ich weiß, sieht furchtbar aus, aber es ist gar nicht so schlimm. So, jetzt haben wir einfach Folgendes gemacht. Und zwar, wir haben hier erweitert den Bruch um dieses net-i durch Delta net-i. Was das ist oder warum ich das darf, immerhin steht hier in Delta, net-i dürfte ich ja einfach machen, das ist ja kein Problem. Ich darf aber auch um 1 erweitern. Und wenn wir den Term x, also net-i, ableiten nach x, dann steht am Ende nur 1 da. Falls ihr euch erinnert, x abgeleitet nach x ist 1. Das heißt, wir haben hier im Prinzip um 1 erweitert, wir haben net-i durch Delta net-i, also durch die, oder partial net-i, also die Ableitung nach dem Term selbst, was 1 ist, erweitert. So, das ist der erste Schritt. Jetzt pausiere ich euch wieder und tippe den zweiten Schritt ab. Okay, was ist jetzt passiert? Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier den Bruch auseinandergeteilt, das kann man ja einfach machen, habe sozusagen die linke Seite einfach beibehalten, also die Ableitung von EX nach net-i, und habe hier diese Summe eingesetzt für net-i, denn net-i kennen wir ja, das haben wir ja gerade gesagt, hier dieses, halt stopp, da darf kein Partial hin, diese Summe habe ich einfach eingesetzt für dieses net-i hier. Okay, also die Summe über alle j, wij, xij. Ich habe es umgedreht, upsala, nicht so schlimm. Okay, und abgeleitet nach wij, naja gut, das war ja einfach das, was da stand. Okay, und wenn ich das jetzt hier einsetze, schauen wir uns das doch mal an. Dieser rechte Teil hier einfach nur, die Summe von wij, xij, abgeleitet nach wij. Naja, abgeleitet nach wij, das bedeutet schon mal, wir haben hier nur wirklich ein konkretes wij, für das, ja okay, vielleicht schlecht gewählt hier, machen wir das mal ein bisschen anders, die Summe über alle ijk, wik, xik. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich nur bei k gleich j, haben wir hier irgendwas, wo dieses wij, also der Parameter, nach dem wir überhaupt ableiten, wo dieser Parameter überhaupt vorkommt. Das heißt, am Ende leite ich eigentlich bloß überhaupt nicht die ganze Summe ab, weil die ist für mich absolut irrelevant. Ich habe nur einen einzigen Fall, wo dieses wij, nachdem ich ableite, überhaupt vorkommt. Alles, wo dieser Parameter nicht vorkommt, ist sowieso gleich 0. Das heißt, in meiner Summe bleibt am Ende nur dieses wij, xij abgeleitet nach wij stehen. Naja gut, aber wenn ich wij, xij nach wij ableite, dann bleibt Folgendes nur stehen, dann fällt einfach dieses wij weg. Ihr erinnert euch, f von 2x ist 2, in dem Fall f von wij mal xij, ja, einfach dieses wij wegfallen lassen. Hatten wir schon häufiger den Trick. Das heißt, am Ende steht hier eigentlich bloß noch das da. Und das ist schon die ganze Magie dahinter. Das heißt, wenn wir die Ableitung nach unserem wij suchen von der Error-Funktion, dann können wir genauso gut die Error-Funktion nehmen und nach dieser kompletten Funktion hier ableiten, was wir dann im Folgenden auch tun werden, nicht mehr heute, aber das nächste Mal dann, mal xij nehmen. Das ist sozusagen unser großer Trick. Und ja, schauen wir uns das Ganze einfach beim nächsten Mal dann für die Output-Neuronen an. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Herleitung. Und ja, wir wollen hier möglichst in die Tiefe gehen bei der Serie. Deswegen, ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.